Guten Morgen, liebe Leute. Letztes Mal, als ich hier stand, hatte ich euch die Aprilia Touareg, meine neue, vorgestellt. Jetzt ist es die Husqvarna Norden. Die ist nicht neu, die Maschine, die habe ich gebraucht gekauft vor 9 Monaten, letzten Herbst. Ich bin Ende April, Anfang Mai, war ich in Sardinien damit, 10 Tage in etwa, Offroad. Ein paar Eindrücke und 2, 3 Vergleiche mit Aprilia Touareg möchte ich gerne mit euch teilen. Ja, es ist unnötig, da nochmal eine große Review über die Husqvarna Norden zu machen. Da gibt es bestimmt genügend auf YouTube. Ich möchte mich einfach so auf meine 2, 3 Eindrücke beschränken. 2, 3 Details zu den Spezialsachen, die da montiert sind. Soweit etwa das, was im Video vorkommen wird. Ja, also mal grundsätzlich, sie ist knapp 20 Kilo schwerer als die Aprilia. Das merkt man eigentlich nicht mal groß beim Rumschieben. Beim Fahren hat sie eine gewisse Wendigkeit, weil der Schwerpunkt sehr tief ist. Trotzdem, die Touareg fühlt sich für mich wie ein Fahrrad an. Ich musste im Urlaub 2, 3 Mal kurze Abschnitte auf der Touareg bewältigen. Das seht ihr dann in diesem Video. So, unterwegs mit der Aprilia von Sessel. So viel leichter wie die Norden. Ein Spielzeug. Ich war jedes Mal erstaunt, wie viel leichter sie ist. Okay, zugegeben, shame on me, ich hatte sehr viel Gepäck dabei. Diese Maschine hatte ich grundsätzlich gekauft, um mal wieder zu zweit in Urlaub fahren zu können, dass ich auch Gepäck mitschleppen kann. Da habe ich dann einen Gepäckträger von SW Motech drauf. Da kann ich 2 45 Liter Koffer, wenn es sein muss, mitnehmen. Ich hatte die großen Sysbag WPL von SW Motech mit dabei. Die waren gut gefüllt. Ich hatte ein kleineres Topcase mit dabei. Ich war sehr schwer unterwegs. Trotzdem, sie fühlt sich irgendwo leicht an, aber viel schwerer als die Aprilia. Was dazu kommt, was auch hilft, Offroad aber dann, ist ein Lenkungsdämpfer. Ich habe aber in diesem Urlaub unglaublich Schulterschmerzen bekommen. Ich weiß nicht, woran das gelegen hat. Ich hatte ja letztes Jahr, vor einem Jahr, Schlüsselbein gebrochen. Ich war über den Winter erst im Aufbau wieder, so mit ein bisschen Krafttraining, hatte dann schon Schmerzen. Aber ich musste abbrechen, teilweise in diesem Urlaub. Ich weiß nicht, woran es liegt, an der Lenkerkröpfung, ob es am Lenkungsdämpfer liegt, am größeren Gewicht, das ich nicht mehr gewohnt war. Aber ja, das war nicht geil. Also mal grundsätzlich sehr positiv ist das Fahrwerk. Also ich habe zum ersten Mal Motorrad gefahren, ein gutes Fahrwerk, habe ich das Gefühl. Okay, die Triumph Tiger, die hatte ein automatisches Fahrwerk, das war bestimmt auch sehr toll. Ich habe damit Sachen gemacht. Ich weiß heute nicht mehr, wie ich das gemacht habe. Aber hier, das fühlt sich stabil an. Auf der Touareg ist das so ein bisschen, es ist spielerischer, es ist leichter. Du hast nicht diese Linie, die du anfahren willst. Du hüpfst eher umher. Mit der Federung bei der Touareg, da gibt es noch eine andere Story. Das lasse ich jetzt aber mal links liegen. Was ich sehr positiv finde, ich stehe auf Elektronik, ich stehe auf Tempomat, das habe ich schon öfter erwähnt. Der ist sehr geil zum Einstellen, auch mit den 5 km/h Schritten finde ich gut, was aber total bekackt ist. Bei allen anderen Motorrädern, wenn ich den Gashahn zudrehe, dann bricht der ab, der Tempomat. Hier zieht der bestimmt eine Sekunde weiter. Das bedeutet, ich erschrecke mich jedes Mal, ich bin Bremsen gewohnt, ich habe eine Körperspannung, gehe nach hinten und es bremst nicht. Und dann, wenn ich wieder entspanne, dann bremst. Also das ist extrem mühsam, verstehe ich nicht. Wenn du einen Tempomaten abschalten möchtest, das muss schnell gehen, das muss in diesem Moment gehen. Ja, und dann gehe ich kurz auf die andere Seite, das sieht man dann besser. Ich mache das jetzt nicht runter, aber den Luftfilter, den kann man hier sehr einfach wechseln, Sattel weg und dann ist hier eine Box, die ziehst du raus und kannst den Luftfilter reinigen. Also das ist wirklich top, da haben sie was gemacht. Was mir auch gefällt, sie ist super sparsam. Also ich bin dann von Livorno bis Zürich zurückgefahren, das sind 740 Kilometer. Ich habe die ersten 350 Kilometer Kurve an Kurve an Kurve im Gebirge da verbracht bis Piacenza und bin von Piacenza bis Zürich quasi auf der Autobahn gefahren. Nochmal irgendwie 400 Kilometer. Die Maschine hat, und ich bin nicht so langsam gefahren,
die hat 4 Liter gebraucht. Und gerade so etwa um 4 Liter mit Gepäck über den Pass rüber, das finde ich schon sehr stark bei Durchschnittsgeschwindigkeit. Nee, von Durchschnittsgeschwindigkeit sprechen wir nicht. Da war auch ein Stau, wirklich sparsam. Dann zu meiner Sitzposition. Ich habe immer noch die kurzen Beine. Jetzt muss ich da meine neue Hose ein bisschen hochziehen. So, die Maschine ist runtergelassen, hat das tiefere Fahrwerk. Das hat eine Frau gehört davor. Die war noch ein bisschen kleiner wie ich. Aber der Sattel, der ist sehr breit. Und der Sattel ist aber ausgenommen, also die Frau hat den ausnehmen lassen. Aber die Maschine ist extrem breit, mir spreizt die Beine. Ich komme nicht mit den Fersen runter. Ich bin 1,72, die ist tiefer gelassen. Ich komme nicht mit den beiden Fersen runter. Ich habe beide Fußballen unten, das geht. Die Maschine ist nicht leicht, also wenn sie mal ein bisschen über Kipppunkt geht, dann kämpfe ich schon. Ansonsten die Ergonomie ist super. Ich habe aber eine Lenkererhöhung zum Zubehör, da kommen wir gleich später. Aber der Lenker, der ist dreifach verstellbar, in 3 Positionen, wirklich top. Ja, dann hatte ich noch beim Video, das war Aprilia die 2. oder sowas, was erwähnt von wegen dem Windschutz. Der ist mit der Originalscheibe scheiße. Entschuldigung für das Wort. Ich habe jetzt die Tourenscheibe von Husqvarna drauf, die ist, soweit ist es okay. Also jetzt passt das. Was aber ist, ich bin Mitte April losgefahren, es war nie 20 Grad, es war eher frisch, sagen wir mal. Auf Sardinien war es dann perfekt, aber ich habe mich gewundert, weshalb meine Augen permanent tränen. Und ich habe einen Jethelm, ja, aber ich hatte das Kinnteil dran. Ich bin auf der Autobahn gefahren, aber dann auch ohne. Und ich hatte permanenten Luftzug. Und ich wusste nicht, woher das kommt. Ich habe dann mal versucht, getestet und gemerkt, dass hier unten, da sind Löcher drin. Sieht man da meine Finger, da drüben? Da ist irgendwie, da gibt es einen Luftzug und ich weiß nicht, mit einem Tankrucksack, der Luftstrom, der leitete sich genau unten im Kinnteil rein in meine Augen. Extrem unangenehm. Ich komme noch zu weiteren negativen Punkten. Da sind dann doch einige. Der Quickshifter ist grundsätzlich toll. Mag ich, hatte ich vorhin noch nie auf dem Motorrad. Geht meist einfach. Aber zwischen der 4 und der 5, da fliegt er manchmal raus und da verschrickst du echt. Das kesselt in der Büchse hier unten. Das ist kein Hören. Also das ist sehr unangenehm. Wer ein bisschen was von Mechanik versteht, wenn es so knallt und kesselt, das ist kein gutes Zeichen. Ja, dann hatte ich auch sehr oft Mühe beim Hochschalten, auch auf Asphalt. Wenn er losfährst, mag an meinen Tourenstiefeln liegen, aber ich bin einer, der 1, 3, 5, 6 schaltet, irgendwie so. Ich lasse die 2 und 4 oft aus. Ich komme von der 2 kaum in die 3. Also ich kann da nicht doppelt schalten. Irgendwie geht's nicht. Am Schluss muss ich die einfach reinhauen über den Quickshifter. Vielleicht ist das mein spezielles Schaltproblem, kenne ich aber so nicht bei anderen Motorrädern. Finde ich schon nicht so geil. Da stehst du oder fährst du, möchtest hochschalten und bleibst immer in der 1 oder in der 2 und möchtest ja nicht schon längst mit 60, 80 davonziehen. Nicht geil. Wie erwähnt, sie hat mehr Kraft als die Aprilia Touareg. Da ist bestimmt mehr Power vorhanden, das habe ich aber auch schon mal erwähnt. Bei der Touareg ist die Leistungsentfaltung für mich viel angenehmer. Cecil, mit ihr war ich jetzt in Sardinien, sie hat eine neue Aprilia, sie schwärmt davon. Davor hatte sie einen 900er Tiger, einen 3-Zylinder, der eigentlich schön Drehmoment hat, aber sie meint, die Aprilia ist viel schöner, viel runder. Da kannst du echt bei 2000 Umdrehungen unten raus und es kommt einfach rund. Wie gesagt, hier kommt dann bei 3.500, 4.000 eine unglaubliche Power dazu. Möchte ich aber so nicht, also ich liebe dann eher die stete Leistungsentfaltung. Und dann kommt dazu, am zweiten Gang ist es okay. Der ist eher für meinen Geschmack lang übersetzt. Der erste Gang ist dann sehr kurz im Verhältnis. Und wenn du wirklich mal eine Passage hast, Offroad, die du im ersten Gang fahren musst, da hat sie so viel Power, du kannst die kaum steuern. Also wenn es in den höheren Gängen stimmt mit der Gasannahme, das kannst du ja einstellen. Aber da, wenn du einen Schlag kriegst, dann haut es dich da mit der Power hin und her. Das ist unglaublich nervös. Ich bin da nicht wirklich gut klargekommen. Auch wenn ich da mal
einen steilen Hügel hoch musste. Da war ein abfälliger, also in der Wiese hoch. Da war ein Graben drin, das war links abfallend, aber da musste steil hoch. Das gefiel mir dann wieder sehr gut. Vom ersten Gang, vom Power her, wenn du richtig schön am Gas bist, keinen unebenen Untergrund hast, funktionierte das wunderbar. Ich war überrascht, wie gut sich das fahren ließ, niedertourig. Ja, eine Eigenheit bei KTM Husqvarna ist halt auch noch, wenn wir mal bei der Elektronik sind, der Blinker, die Anzeige blinkt gleichzeitig links und rechts. Ja, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, gewöhnt man sich vielleicht daran, wenn man permanent wechselt zwischen Motorrädern. Ich denke jedes Mal, was habe ich jetzt für einen Pannenblinker drin, aber ist halt so. Da kommen wir mal noch zur Kette, ein schwieriges Thema. Schon beim Runterfahren Richtung Genua hat mich das Geknattere unten richtig genervt. Das fühlte sich an, als wäre die Kette extrem lose. Ich bin dann noch in Genua in eine Garage gegangen, hatten genügend Zeit vor der Fähre. Da war dann auch ein Mechaniker, der selbst Offroad fährt. Der hatte sie nach seinem Verständnis eingestellt. Das sah für mich gut aus. Wir sind losgefahren dann in Sardinien. Und das knatterte. Ich habe eben die Videos geschnitten oder den ersten Teil. Freut euch schon mal drauf. Ich habe mich die ganze Zeit gewundert vom Geräusch, wenn ich nicht spreche, was da die ganze Zeit knattert. Und auf dem Weg hierhin jetzt ist mir aufgefallen, das muss die Kette gewesen sein. Ich habe die Kette dann mal nachgespannt und irgendwann habe ich das Manual hervorgenommen, habe YouTube-Videos studiert und gesehen, die Kette war zu straff. Also habe ich sie gelöst. Trotzdem hat sie weiter geknallt. Das ist sehr ungewohnt. Ich zeige euch das mal. Bis hierhin verläuft so eine Kettenführung. Danach muss sie 2,5 cm abmessen. Also quasi ja, etwa ein Glied ist das. Und dann sollte die kommt jetzt sogar an, so wie sie jetzt steht. Die müsste 2 bis 5 mm Spiel haben. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht steht sie nicht richtig. Ich habe sie zu Hause auf dem Ständer, also Hinterrad ist aufgebockt, habe es da gemessen. Das hat gestummt da. Mag sein, wie sie jetzt gerade hier steht mit dem Gang drin, dass es jetzt mehr ist, aber irgendwie, da bin ich überhaupt nicht glücklich drüber. Ja, dann kommen wir mal noch zu den Spezialteilen. Ich habe die, wie gesagt, gebraucht gekauft. Ich zeige euch mal die Sachen, wie ich sie gekauft habe. Und dann habe ich noch selbst ein paar Sachen dazu gebaut. Einfach so zur Info, falls ihr mal nachfragt. Auf meiner Homepage, da seht ihr die Maschine. Vielleicht werde ich mal die ganzen Teile da noch auflisten. Bei der Aprilia ist das der Fall. Auch Ausrüstung findet ihr dort. Also das sind erstens mal die Handprotektoren. Die sind meines Wissens die Original von Husqvarna. Genauso der Sturzbügel. Dann vorhin schon erwähnt, da ist ein Tieferlegungskit. Dadurch ist aber die Maschine, das Fahrwerk nicht mehr einstellbar. Für Weicheier wie mich gibt es eine Griffheizung und Sitzheizung. Yes, man gewöhnt sich einen gewissen Komfort im Alter. Dann unschwer zu erkennen haben wir den hohen Fender hier. Was man dann nicht sieht, ist elektronisch, ist das Explorer-Paket, ein Tempomat und das ganze Zeug. Was dann wieder auffälliger ist, ist die Lackierung, Speziallackierung. Erinnert ein bisschen an die Expedition, ist aber einfach eine Folie, die aufgezogen ist. Gefällt mir persönlich sehr gut, auch wenn ich damals eigentlich die gelb-schwarze, das schwarz-gelbe, die hatte mir extrem gefallen, so wie sie ursprünglich rauskam. Mittlerweile bin ich ein bisschen von gelb-schwarz weg. Die erste Aprilia war auch gelb-schwarz. Ja, ist ein bisschen eine Modeerscheinung. Ne? Ja, und dann das Topcase könnte man nicht montieren ohne Gepäckbrücke. Da bin ich sehr froh drum. Da passt dann, wenn meine Bastelei fertig ist, passt dann auch mein Mini-Pelli-Case dann in diese Halterung von GV rein. Kommen wir noch mal nach vorne, da haben wir die einstellbaren Kupplungs- und Bremshebel. Was ich noch sagen kann, die Kupplung, die ist super leichtgängig. Das war auch der Grund, also die hatten einen Kupplungsverstärker drin, das heißt der Hebel, die Umlenkung ist ein bisschen verlängert. Das habe ich dann auch ausprobiert bei der Aprilia, war aber nicht ganz so von Erfolg gekrönt. Ich habe das im Moment raus, vielleicht mache ich es dann wieder rein für die Tour. Schauen wir mal. Dann hatte ich das vorher schon angetönt. Die Lenkererhöhung ist drin. Der Lenker war mir irgendwie einfach ein bisschen zu tief. Ich mag das ein bisschen höher. Schwuppdiwupp, mal wieder kurz rüber. Sieht man besser von hier.
das augenscheinlich oder auffällig ist. Die Halterung für Garmin, da habe ich was umgebaut. Das war nicht ganz so ein stabiles Teil drin. Da habe ich was Stabileres reingebaut. Dann was auffällig ist auch, ist das Cool-Cover-Sitzkissen oder der Überzug. Finde ich einfach super bequem. Was ich gerne hätte, wenn mir irgendjemand eine Rallye-Sitzbank besorgen könnte, die würde ich sehr gerne mal ausprobieren. Ich habe gehört, die wäre schlanker, die wäre zwar ein bisschen höher, aber ja, das würde ich gerne mal ausprobieren. Dann, wie schon bei den anderen Motorrädern von mir, dann haben wir hier unten die Pivot Packs, die da in 3 Richtungen beweglich sind. Auch gleich hier unten sehen wir das Bremspedal mit den 2 Stufen, hoch und tief, also für stehend und sitzend. Das hilft schon. Also ich habe mich jetzt daran gewöhnt. Du hast einfach einen anderen Kniewinkel, wenn du stehst oder wenn du sitzt. Und dementsprechend ist auch der Fußwinkel ein bisschen anders. Es hilft beim Stehen, den Fuß ein bisschen mehr reinquetschen und dann oder reindrücken und dann bremst du viel besser. Ja, dann nochmal hier vorne habe ich verschiedene REM-Halterungen für meine Kameras. Ich habe jetzt nicht groß vor. Ich habe zwar jetzt in Sardinien Videos gemacht, das war jetzt aber eher behelfsmäßig mit weniger Kameras. Das sieht man dann auch wahrscheinlich im Video. Ja, das ist dann meine Steckdose, die brauche ich so, jetzt wenn ich nicht groß filme, eigentlich nicht. Und zur Gepäcksituation, da gibt es ein eigenes Video, wird hier verlinkt. Ich hatte in den Ferien die Sisberg WPL von SW Motech. Mehr zu Gepäck und mehr zu meinem Koffersystem oder Gepäcksystem in diesem separaten Video dann. Ja, das war's soweit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Video. Grund für dieses Video waren doch einige Anfragen. Da haben die Leute gefragt auf Social Media, wie hat es dir gefallen auf der Husqvarna Norden? Vergleich zur Aprilia. Ja, die Aprilia ist leichter, die Kraftentfaltung vom Motor ist schöner für mich. Die Position, das Sitzen ist für mich viel bequemer. Einfach, für mich ist die Aprilia mein Reisemotorrad. Wenn ich jetzt aber zu zweit in Urlaub fahren will, dann ist die Husqvarna schon sehr geil. Also die Husqvarna die kann man sich schon auch vorstellen einfach als Reise- oder Offroad-Motorrad, wo man längere Strecken fährt. Ob ich damit oder mit Aprilia auf Weltreise gehen würde, das frage ich mich auch. Die Weltreise, die ist nicht mehr so weit weg oder einen großen Teil von der Welt möchte ich dann mal bereisen. Mit welcher Maschine weiß ich nicht, ob es dann auch gar die Guzzi V85 TT wird. Ich habe die jetzt dieses Jahr sehr oft gefahren. Macht unglaublich Spaß, wenn man nicht so schnell unterwegs sein muss. Ich habe bei der Guzzi halt öfter mal dann den Gashahn am Anschlag, dann kommt es halt nicht mehr so, da hast du hier immer genügend Reserve. Bei der Guzzi, aber sonst das Drehmoment, alles passt für mich perfekt bei der Guzzi. Aprilia sicher mein bevorzugtes Reisemotorrad im Moment. Auf Dauer, ich habe jetzt wieder ein paar Probleme mit Aprilia, mal schauen, ob die gelöst werden. Aber ja, andere Geschichten, da werdet ihr vielleicht noch mal was hören dazu. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, gebt mir ein Like, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss!